herrlich. Möchte ich haben? Oh, ich bin schon echt verliebt. Also muss ich euch sagen, ich mag den wirklich gerne. So. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und heute geht es um die ultimative Endstufe beim Thema Werkzeugwagen. Und zwar heute der große und der kleine Werkzeugwagen oder Werkstattwagen von Milwaukee. Das gucken wir uns mal an. Wir gucken uns mal an, wie krass die Qualität ist, was man damit alles machen kann, wie genial bitte sind diese Einlagen, aber da kommen wir gleich dazu. Denkt dran, wie immer, es gibt auch etwas zu gewinnen heute, und zwar heute gibt es einen 250 € Einkaufsgutschein. Alles, was du zu machen musst, ist folgendes: Sag doch mal deine Meinung zu diesen Werkstattwegen unten in die Kommentare. Heute geht es also um den kleinen, den hier Werkstattwagen von Milwaukee, beziehungsweise den großen Werkstattwagen. Und ich sage euch eins, also, kleine Geschichte am Rande. Bei uns war es so, die Geräte sind angekommen in großen Kartons und ich so, oh wow, super, Freude, Freude. Ich hatte aber keine Zeit, mir die anzuschauen bzw. auszupacken. Und irgendwann war es so, dass ich so eine Völkerwanderung gesehen habe hier an meinem Büro vorbei. Und alle so, oh ja, muss ich mal angucken und so weiter. Ich gehe hier rein und alle laufen wundernd um diesen Werkstattwagen drumherum. Und seitdem ist es so, alle haben sich in diese beiden hier echt verliebt. Also wirklich hart und schockverliebt. Man muss sagen, wir kennen uns schon so ein bisschen mit Werkstattzubehör aus. Haben auch schon einen oder anderen Werkstattwagen in der Hand gehabt, aber das ist hier schon Liebe, muss ich sagen. Und das ist was Besonderes in Qualität, in Umfang, aber auch beim Preis. Aber zum Thema Preis, glaube ich, kommen wir ganz zum Schluss. Lasst uns doch wirklich die jetzt mal zusammen uns anschauen und zusammen erforschen, weil also heute ist es eine von diesen Videos, wo ich sage, es wäre wirklich schön, wenn ihr, kommt mal kurz her, wenn ihr dieses Gefühl einfach erfahren könntet, wenn ihr hier so reingreift, macht den auf und dieses Gefühl, allein dieses Aufgleiten, mega. Und dann, wenn du es zumachst, herrlich. Fangen wir erstmal beim Grundmodul an, beim kleinen Werkstattwagen. Und das sieht so aus. Wir haben hier ja den Aufsatz, da kommen wir auch gleich nochmal dazu, den heben wir auch gleich hier oben drauf und der hat ein mehr als stattliches Gewicht, aber alles zu seiner Zeit. Erstmal der Grundwagen, der kleine. Grundsätzlich muss man sagen, es gibt diesen Ausdruck Trompetenblech, dass man ein sehr dünnes Blech hat oder sehr niedrige Qualität. Das hier ist das Gegenteil davon. Das hier ist, weiß ich nicht, gefühlt ein kompletter großer Stück Stahl. Weil es ist wirklich ein amtliches Gewicht und man merkt überall, dass es wirklich Qualität ist und dass das hier, also massiv ist das richtige Wort, das ist wirklich massiv. Allein schon hier der Griff, das ist etwas, du fasst den Griff an und hast das Gefühl, das ist Vollmaterial. Ist es nicht, aber das wird schon 1-2 Millimeter schon haben, ja, das ganze Teil hier. Das ist schon wirklich irre. Und ich habe bei dem Werkstattwagen hier die ganze Zeit das Gefühl, dass alles ist sehr durchdacht. Wir haben hier erstmal die Grundablage, die gucken wir uns mal an. Wir haben hier die Ablage oben drauf und bei der Ablage ist es so, dass aus Kunststoff, aus ABS, ich habe eben schon, es wird gleich lauter. Das ist irre stabil. Ich weiß, man soll jetzt nicht so drauf rumhauen, aber das ist wirklich genial. Hätte ich bei vielen anderen dieser nicht gemacht. Ihr habt hier Ablagefächer, alles dabei. Ihr habt hier die Möglichkeit, runde Dinge einzustecken, also
na, jetzt komme ich auf den Begriff nicht, Schraubendreher zum Beispiel hier auch reinzustecken oder ähnliche Materialien, Werkstücke, Ablagen zu schaffen und so weiter und so fort. Ja? Hier alles vorhanden in verschiedenen Stärken. So dass ihr erstmal mit dem Grundkorpus so hier arbeiten könnt. Wenn ihr euch das, also die Höhe leisten könnt, beziehungsweise auch die Menge an Staufächern leisten könnt, da gibt es dann den Aufsatz. Aber erst einmal zum reinen Gerät. Wir haben hier wirklich Schwerlastrollen und dieser Wagen, also allein so wie er hier steht, ja, könnt ihr mit 800 Kilo belasten. Also 800 Kilo. Das heißt, ja gut, ich könnte mich jetzt hier oben raufstellen, aber es ist witzlos eigentlich, weil wir haben hier die Traglast von 800 Kilo. Finde ich schon erstaunlich viel. Übrigens auch 800 Kilo mit dem Aufsatz oben drauf. Die Rollen haben eine sehr hohe Qualität. Man kann wirklich sehr, sehr, sehr schön rollen. Ja. Und es ist aber auch schön leicht. Ihr könnt schön manövrieren, auch in kleine Ecken. Ist überhaupt kein Problem. Ja. Und ran. Zusätzlich ist es so, dass ihr hier nicht irgendwelche günstigen Billigrollen hier unten dran habt, sondern ihr habt hier wirklich schöne Rollen. Ihr seht hier, ihr könnt hier drauf drücken, um das Ganze zu arretieren. So. Oder hier nochmal raufdrücken, um es zu lösen. Finde ich schön gemacht. Ich finde es besonders gut. Bei vielen Rollen ist das so, dass ihr dann das von unten hochziehen müsst. Da macht man sich häufig auch die Schuhe kaputt. Ja? Sondern hier einfach drauf und wieder lose. Perfekt. Also finde ich super gemacht. Und die Rollen an sich sind echt gut. Leicht, ganz, ganz, ganz leicht gummiert, beziehungsweise sind aus Hartplaste, aber die scheinen irgendwo doch noch einen weichen Anteil zu haben. Kann ich nicht genau sagen, aber ihr seht auch, die sind relativ groß, damit kommt man auch durch leichte oder über leichte Unebenheiten hinweg. Zum Lieferumfang gehört das, was ihr hier seht, schon mit dazu. Das heißt, ihr habt hier Folgendes, jetzt mache ich es einfach mal kaputt. Kaputt. Ihr habt hier eine Steckdose mit dabei, die ist magnetisch. Das heißt, ihr habt hier die Magneten und könnt das dann einfach, so wie ihr es braucht, irgendwo dann wieder festmachen. Habt ihr eine Steckdose, könnt ihr aufwickeln, irgendwo dann auch euch den Strom holen, das Ganze hier verteilen, an, aus, alles mit dabei. Wir haben uns dafür entschieden, dass das für uns die beste Lösung ist. Und wir haben hier auch gleich USB-Steckdosen mit dabei. Und zwar gleich mit 2,1 Ampere könnt ihr richtig ordentlich hier gleich aufladen, funktioniert. Zusätzlich haben wir hier ein Ablagefach, hier unten. Hier können wir entsprechend Dinge halt reinstellen und das ist auch super stabil gemacht. Ja, ist auch gut beschichtet übrigens auch. Wir haben den Wagen jetzt schon für einige Wochen hier. Haben auch geschaut, wie verhält sich das Material, auch das Kunststoff, beziehungsweise platzt das schnell ab? Nein, tut es nicht. Was ich besonders gut finde an dem Wagen ist, dass er rundherum verkleidet ist. Das heißt, gerade die Ecken und die Stoßkanten sind hier mit Kunststoff verkleidet, sodass wenn man irgendwo mal gegenstößt, also gerade beim Hin- und Herfahren oder auch wenn man hier irgendwas drumherum trägt oder hier geht es gegen und es verkratzt nicht gleich den ganzen Wagen. Ich persönlich mag übrigens dieses Rot-Schwarz extrem gern. Das ist schon wirklich sehr, sehr sexy. Gucken wir uns mal die andere Seite an. Hier haben wir entsprechend eine Lochwand, bei der wir dann Dinge halt reintun können. Ihr habt hier diese Haken und da könnt ihr entsprechend Dinge ablegen. Ihr könnt zum Beispiel das so einstellen, dass wir hier auch einen Akkuschrauber reinhängen können oder. Ja, dafür ist das Ganze entsprechend da. Hier haben wir noch ein Ablagefach, das könnt ihr auch in der Höhe variieren. Einfach einhängen, Dinge hier reintun, es irgendwo hinhängen, wo ihr das hinhaben wollt. Und das ist das, was ich vorhin meinte, das ist wirklich sehr hochwertig lackiert auch. Das merkt man beim Anfassen und ist auch nicht so dünn lackiert, dass es sofort alles abplatzt oder so. Übrigens abplatzen, ich habe nicht einen Abplatzer hier ringsrum gesehen und bei anderen Werkstattwagen ist es häufig so, dass sie quasi gefühlt nur mal so drüber grundiert sind und man dann sagt, naja, das passt schon, ist nur für die Werkstatt. Hier ist es gefühlt ein Servierwagen fürs Wohnzimmer. Wir haben uns ja den Grundwagen erstmal von außen angeschaut, jetzt gucken wir uns mal den gesamten Wagen von innen an. Wir haben jetzt hier das obere Teil mit drauf, das heißt also der Aufsatz, der jetzt von hier bis hier geht, ist oben jetzt mit drauf und wir fangen mal oben an. Erstmal, wir haben hier solide Ablagefläche, aber wir haben hier ein stoßgedämpftes Fach, das wir entsprechend aufmachen können und haben hier durch die Stoßdämpfer, es geht sanft auf oder auch wunderbar, ganz sanft auch wieder zu. Herrlich, 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 aber besonders dieses Gefühl hier. Habt ihr das Geräusch gehört? Mega.
Auch schön mit Milwaukee-Schriftzug drin. Und übrigens, das hier ist Kameralicht. Ja? Das gehört nicht mit dazu. Nicht wundern, falls ihr das Gerät kauft, dass das nicht mit dabei ist. So, hier drin, schaut jetzt bitte mal, was hier drin ist. Und da ist eine Anti-Rutschmatte mit drin. Und das ist in jedem Fach mit drin. Ja, schön hier mit reingelegt. Und hier kannst du schon mal die erste Schicht Dinge reintun. Das ist übrigens hier bei dem hier natürlich noch viel ausgeprägter. Das ist ein riesiges Fach. Kommen wir gleich dazu. Hier haben wir das erste Fach. Machen wir das, oder lassen wir das mal ruhig offen. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, das erste Fach aufzumachen. Hier ist auch ein Schlüssel drin. Ja, zum Schlüssel, da kommen wir auch am besten jetzt mal gleich dazu. Wir haben jetzt Folgendes. Mit diesem Schlüssel können wir jetzt hier zuschließen. Dann passiert Folgendes, dass man das und auch das obere nicht mehr öffnen kann. Alles zusammen ist geschlossen. Genauso ist das hier unten, hier zuschließen und das hier ist alles komplett zu. Aber kommen wir zum Schubladen und das ist eigentlich eins der absoluten Highlights. Auch hier haben wir ein Inlay drin, auch so eine Matte. Ich versuche euch das mal zu zeigen. Hier, na, ist gar nicht so leicht. Hier ist diese Matte mit dabei. Das ist da drin. Und jetzt können wir die Schublade ganz sanft zumachen. Habt ihr das gehört, dieses Klack? Ja, ihr hört das auch richtig, dass es zu ist. Herrlich. Also wirklich, und ihr seht auch, wie das schön sanft wieder zugleitet. Mega. Zusätzlich ist es so, ich kann den Wagen nicht zum Umfallen bringen. Ja? Es ist erst einmal so, jede dieser Schubladen trägt 45 Kilo. Also 45 Kilo. Das Ganze ist so aufgebaut, dass die Schienen hier das Ganze tragen können, aber auch die Konstruktion der Schublade so ist, dass man das Ganze auch wirklich solide hier auch reintun kann. Wenn wir jetzt aber Folgendes machen würden das alles vollladen und alle Schubladen aufmachen, was würde passieren? Das Ding würde umfallen. Das ist aber hier nicht so, sondern jede einzelne Schublade hat übrigens diese Dämpfung. Ja, jede einzelne. Jetzt haben wir die aufgemacht, jetzt probieren wir die untere. Ja, funktioniert nicht, geht nicht auf. Wir machen jetzt die hier zu und jetzt können wir die hier aufmachen. Das ist genau das, was ein Sicherheitsfeature ist, damit ihr nicht, hier doch nicht hingucken. Psst, noch nicht gucken, das ist geheim noch. Die Einlagen, da kommen wir gleich noch dazu. Also ihr seht, ist ein Sicherheitsfeature. Aber auch hier unten, hier ist überall Einlagen. Was ist denn hier los? Ja? Nehmen wir mal hier ist keins. Ihr seht, das Ganze gleitet wunderbar auf und zu. Übrigens ist es so, das geht nicht einfach so auf. Das funktioniert nicht, sondern ihr habt hier so einen kleinen Hebel unten drunter zum Entriegeln, hochdrücken, rausziehen. Wunderbar. Auch hier wieder 45 Kilo. 45 Kilo. Das untere Fach hat 90 Kilo und hier haben wir sogar eine Spezialablage. Schaut mal, ihr habt hier diese Ablage gleich mit dabei. Das könnt ihr hier auch variabel gestalten und ihr könnt jetzt hier zum Beispiel einen Akkuschrauber nehmen, macht den Akku raus, könnt ihn hier einlegen und habt hier einen Akku, den könnt ihr hier einlegen, sodass ihr hier mehrere Akkus lagern könnt und auch mehrere Geräte. Aber was bringt eigentlich ein Werkstattwagen ohne Inhalt? Und ihr habt es ja auch schon ein bisschen gesehen. Es gibt natürlich von Milwaukee entsprechende Inlays oder Inlets. Schaut mal hier, wir haben hier schon wunderbare Nusssets mit dabei. Das heißt, wir haben hier einzelne Sets, die wir hier auch wunderbar einfach rein tun können. So, zeig dir das mal. So sieht das Ganze aus. Unten eben auch farblich passend gemacht, unten in Rot, oben in Schwarz. Und dann haben wir hier wirklich sehr hochwertig produziert. Ja, eine Ratsche. Hört mal. Dieses Geräusch. Fast schon ASMR für die Kenner unter euch. Und könnt ihr das Ganze hier einsetzen. Ihr könnt es natürlich auch in jedes Fach reintun, wo ihr es wollt. Ja? Es gibt hier natürlich auch verschiedene Größen. Hier ein Viertelzoll, 3/8 Zoll, Halbzoll, je nachdem, was ihr braucht. Ich habe hier einfach mal eine Vollausstattung drin, was mich sehr freut. Sodass wir hier auch alles damit machen können. Zusätzlich gibt es auch verschiedenste Inlets, ich zeige gleich noch ein paar andere, aber seid nicht davon abgeschreckt, falls irgendwas fehlt für dich. Wir haben, sondern Milwaukee hat entsprechend momentan immer mehr und mehr in der Produktion und wird immer und immer mehr verschiedene auch anbieten. Das sind die, die wir zum Drehstart da hatten. Schon heute gibt es weitere. Schau einfach mal auf GoTools vorbei, da wirst du die alle finden. Schauen wir mal zum nächsten. Hier mal alle Schraubendreher, die man so brauchen kann. Das Ganze hier von entsprechend Torx über Kreuz und Schlitz haben wir entsprechend auch dabei. Das Ganze auch nochmal hier als Knauf ausgeführt, alles mit dabei und vor allem auch wunderbar beschriftet.
Das finde ich wirklich gut gemacht. Das ist eine große Einlage, ja, wie ihr das hier seht. Und passt übrigens auch perfekt rein. Kommt mal her, schaut mal hier. Wir haben hier ringsrum, wie schön das hier auch hinten wirklich anliegt. Ja, wirklich perfekt dafür gefertigt. Und jetzt bleiben wir gleich mal da und schauen uns das hier an. Hier Ring, also hier Maulschlüssel. Ich glaube, die Maulschlüssel waren die hier. Ja. Hier haben wir ein ganz bisschen normale Maulschlüssel, aber allein wie sich das anfasst, herrlich. Also wirklich, wirklich schöne Maulschlüssel. Dann haben wir hier noch eine andere Version als Ring-Ratschen-Maulschlüssel. Ja, kennen viele von euch. Und dann gibt es das Ganze auch nochmal als Ring-Ratschen-Maulschlüssel mit Gelenk. Je nachdem, was dir lieber ist, gibt es das in verschiedenen Kategorien. Sind natürlich auch verschiedene Preisklassen, alles mit dabei. Aber komm mal her, komm mal über meine Schulter. Dieses Gefühl, wenn du das aufmachst. Boah, ist das nicht der Hammer? Aber was sollen wir uns denn mit dem Kleinen so lange beschäftigen? Es gibt doch auch den Großen. Tada! Schaut mal, so sieht er jetzt mal in voller Größe aus, wenn ich auch daneben stehe und die Klappe auf ist. Ich selbst bin 1,85, hier mit der Klappe ist sogar noch höher. Wenn wir es zumachen, ja, seht ihr, das ist hier noch etwa so auf meiner Kinnhöhe. Das ist schon beachtlich und ein Riesenteil. Aber machen wir es mal wieder auf. Und ihr seht, wie schön das hier gedämpft ist. Und ihr seht, man kann wunderbar hier echt viel Werkzeuge auch reintun. Ihr habt also hier die Möglichkeit, und übrigens, schaut mal euch das hier mal an. Das sind so Kleinigkeiten. Und guck mal hier, guck mal von oben drauf. Dieses eingebrannte Milwaukee, ich finde das echt schön. Ihr habt hier diese gedämpfte Matte auch drauf und hier könnt ihr dann entsprechend euer Werkzeug hinstellen oder das, was ihr gerade bearbeitet oder einfach hier reinstellen und könnt es aber auch wieder zuklappen, damit es vor Staub geschützt ist. Und das finde ich schon echt toll, vor allem so eine riesen Staumöglichkeit zu haben. Ich bin echt verliebt. Also muss ich euch sagen, ich mag den wirklich gerne. Aber hier drin gibt es ja noch mehr. Wir haben hier hinten eine Lochwand. Hier komplett. Habt ihr auch wieder die Halter, könnt ihr hier reintun. Zusätzlich haben wir hier auch wieder Steckdosen, wie beim Kleinen. Sonst wird hier nach außen geführt. Das heißt, ihr könnt hier innen drin auch ein Ladegerät hinstellen zum Beispiel oder ihr könnt hier irgendwas aufladen oder ihr könnt hier von hier aus etwas verteilen. Was auch immer, alles hiermit möglich. Zusätzlich habt ihr auch wieder hier USB-Anschlüsse, alles da und ihr könnt es auch nehmen, wieder abmachen und irgendwo anders hin tun. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Das Kabel hinten, zeige ich euch gleich, wird hinten noch verteilt und dann könnt ihr es irgendwo hin tun, wo ihr es halt hinhaben wollt. Das Ganze haben wir übrigens auch auf der anderen Seite. Hier haben wir nochmal ein zweites. Das könnt ihr aber auch nicht nur innen ran tun, sondern auch außen entsprechend am Werkstattwagen festmachen. Das ist wirklich mitgedacht. Jetzt sind wir auf der Rückseite und hier seht ihr, wo das Ganze rausgeführt wird. Hier an der Stelle kann hier aufgewickelt werden. Ihr könnt natürlich das Kabel dahin bringen, wo ihr es haben wollt. Ihr könnt es auch außen anbringen, wo auch immer, wie es für euch am sinnvollsten ist. Ihr könnt auch hier das Ganze innen drin führen, hier eine Verlängerung irgendwo hinschmeißen, was auch immer ihr braucht. Das hier aber erstmal nur die Rückseite. Gucken wir uns doch mal die Seite hier an. Wir haben hier relativ wenig, hier haben wir 2 Haken, ja, wo wir Dinge entweder einlegen können oder festhaken können. Hier haben wir nochmal einen Griff für den oberen Teil, denn wir haben ja hier ein Doppelteil. Das heißt, der ganze Wagen besteht ja hier auch aus 2 Teilen, die man auch separat kaufen kann. Einerseits das Unterteil, das geht entsprechend bis hier. Und dann haben wir das Oberteil, das nochmal das hier, das geht entsprechend hier bis hier oben. Hier auf der Seite haben wir hier noch eine Ablagemöglichkeit und ein kleines Gimmick. Moment, ich hole mal kurz was. Was darf bei einem Werkstattwagen nicht fehlen? Der Flaschenöffner. Prost. Das ist gut für die Stimme und übrigens kein Alkohol. Machen wir weiter. Ihr seht also hier ist alles mit dabei. Ich finde das mit dem Flaschenöffner schon wirklich lustig. Und natürlich denkt immer dran, kein Alkohol, wenn ihr schwere Maschinen benutzt und auch nicht bei leichten Maschinen und bei der Arbeit allgemein nicht. Denkt dran, wir haben hier auch wieder ein Werkstattwagen mit enormer Tragfähigkeit. Wir haben hier eine Gesamttragfähigkeit von 1400 Kilo. Also wir können ihn beladen mit 1400 Kilo, haben übrigens auch dieselben Rollen wieder hier. Oh. Ihr seht hier, da seht ihr das Ganze. So,
Da hinten seht ihr das. Wir haben da auch wieder dieselben Rollen, dieselben Verstellmöglichkeiten zum Festziehen, zum Loseziehen, beziehungsweise zum Lose stellen und so weiter und so fort. Aber lass uns doch mal die Schubladen anschauen. Ich hätte vorhin gesagt, die hier schaffen 45 Kilo, aber die unterste Schublade ist eine Schwerlastschublade mit sogar 2 Schubladenschienen und die hier schafft sogar 90 Kilo oder einen ganzen Kameramann. Ja, wenn das mal nichts ist. Also ihr seht, tragfähig sind die auf jeden Fall und ja, unser Kameramann wiegt keine 90 Kilo. Aber ich war mir nicht so sicher, ob ich da rein sollte. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare, nein, nicht in die Kommentare schreiben. Spaß beiseite. Wir haben jetzt hier wieder Schubladen und zwar in verschiedenen Größen, verschiedenen Kombinationen. Also erst einmal hier kleine Schubladen. Finde ich auch super, dass man hier gesagt hat, okay, auf dieser riesigen Breite können wir doch auch mal das Ganze unterteilen, sodass wir noch mehr Möglichkeiten haben, verschiedene Dinge zu lagern. Hier also unsere kleinen Schubladen, wieder mit 45 Kilo belastbar. Irre, oder? 45 Kilo für die kleine Schublade. Ich weiß gar nicht, was man hier reintun soll für so viel Kilo. Sei es drum. Diese Schublade hier oben ist übrigens auch einzeln abschließbar. Man kann also alles offen lassen, aber diese eine Schublade hier abschließen. Zusätzlich gibt es hier den Schlüssel, der schließt dann entsprechend hier alles andere ab. Geht wunderbar. Hier ansonsten Schubladen, Schubladen, Schubladen. Hier könnt ihr auch wieder eure Inlays reintun, die wir beim anderen Werkstattwagen schon gesehen haben. Dann zusätzlich gibt es hier etwas kleinere Schubladen. Ansonsten halt Schubladen sind halt Schubladen. Ja. Hier wieder wunderbar mit entsprechendem Verschluss. Ihr könnt das Ganze auch aufmachen. Könnt hier das nächste, ja, geht jetzt wieder nicht auf. Und hier haben wir noch mal Folgendes. Hier haben wir eine Ablage. Das heißt, hier haben wir eine Arbeitsfläche hier oben drauf. Das Ganze könnt ihr auch hier öffnen, dann habt ihr ganz normal wieder eure Schublade. Könnt es aber auch schließen, könnt das hier entsprechend ausziehen, dann ist das auch hier justiert. Könnt ihr was rauf tun, drauf arbeiten, was machen, wieder hier rauf tun und so weiter und so fort. Finde ich eine sehr sinnvolle Sache, ist clever mitgedacht, gehört hier immer mit zum Lieferumfang gleich mit dazu. So, und wieder rein damit. Dann haben wir hier 2 riesige Schubladen. Also wirklich riesengroß, wo wir Dinge entsprechend reinlegen können. Auch hier immer, kommt vielleicht mal ein bisschen dichter, schaut dir das mal an. Hier mit dem Milwaukee-Schriftzug drin. Ich mag das. Also ich finde das schön, nicht zu aufdringlich. Auch hier schön die Anti-Rutschmatte drin. Und ihr kennt das doch, diese günstigen Anti-Rutschmatten. Die schmeißt man einmal hier rein. Sind übrigens schon meistens nicht mal passig geschnitten. Und dann ruschelst du hier einmal hin und her und dann sind die eigentlich auch schon weg. Hier ist es so, ich habe fast schon Probleme, die überhaupt rauszukriegen. Ja, sind sehr gut gemacht. So, zu. Hier noch das zweite und dann haben wir hier entsprechend nochmal unterteilt. Ja, so wie von oben auch noch entsprechend die Schubladen. Auch hier, das ist aber auch schwer. Eine weitere Schublade und hier haben wir auch wieder das Inlay, so wie beim kleinen Werkstattwagen. Wir können hier also wieder unsere Maschinen reintun und hier auch wieder unsere Akkus reintun. Ergo quasi eine Maschinenschublade. Die andere große, diese hier, die ist für Kameramänner. Jetzt schauen wir uns noch mal die andere Seite an. So, hier auf der Seite haben wir Folgendes. Wir haben hier erstmal einen Papierhalter. Uns ist vorhin just das Papier leer gegangen, bzw. ausgegangen. Schade. Das klappt sonst besser hier. Wir haben jetzt hier den Rollenhalter. Können wir aber gut einsetzen. Ich finde das sehr praktisch. Leider ist es wirklich so, die schmalen Rollen haben wir gerade aktuell nicht, sonst würde hier schon wieder was Neues hängen. Wir haben hier nochmal den Griff, der eigentlich dafür da ist, vor allem um das Oberteil hier drauf zu heben. Übrigens, das Oberteil ist in dem Fall hier wirklich fest verbunden. Wir haben hier entsprechende Scharniere, also was heißt Scharniere? Hier Bleche, die wir hier reingeschraubt haben und dann haben wir es fest verbunden. Das ist auch der Grund, warum wir es jetzt nicht nochmal extra abgeschraubt haben. Das hier ist der Griff, um den Wagen hier entsprechend zu bewegen. Jetzt wenn ihr sagt, oh, hier würde ich ja hier vielleicht gegen mein Bein hier gegenschieben. Nein, wir können das Ganze nehmen, hochklappen und reinschieben, geht wunderbar. Oder entsprechend wieder nach unten. Wir haben selbst hier eine Traglast von bis zu 30 Kilo in dem Bereich. Also das ist schon wirklich irre. Und ihr seht, das hier ist schon eher so eine Art Gesamtkunstwerk. Aber wir haben hier natürlich auch Dinge, das muss man ganz klar sagen, die auch ihren Preis haben. Jetzt, wo viele von euch bestimmt sagen, möchte ich haben, ist es so, jetzt müssen wir auf jeden Fall mal darüber sprechen, was kostet denn das Ganze eigentlich?
Und der Preis ist schon nicht ohne, aber es ist immer eine Frage des Preis-Leistung. Ja? Wir haben jetzt hier im unteren Teil, nur der untere Teil bis hier, also nicht der Aufsatz, kostet rund 950 Euro. Also hier im unteren Bereich sind wir bei rund 950 Euro. Hier oben der Aufsatz kostet nochmal rund 600 Euro. Wenn dich dafür interessierst, schau mal unten in den ehrlichen Preisvergleich in der Videobeschreibung, da findest du das Ganze, oder auf gotools.de hast du das Ganze mit dabei. Hier auf der Seite könnt ihr euch vorstellen, hier sind wir schon bei einem etwas größeren Preis. Wir sind hier beim unteren Teil, also ergo das Teil hier hat einen Preis von rund 1.450 Euro, das hier. Aber wir reden jetzt hier auch von der absoluten Oberklasse an Werkstattwagen. Das ist jetzt ja wirklich nichts mehr, was man sich einfach so mal im schnell vorbeigehen holt, sondern das ist das, wenn jemand sagt, ich möchte auch Optik haben, Qualität sehr langlebig und wirklich das Maximum auch an Funktionen, was man halt haben kann. Hier etwa 1.400, 1.440 Euro sind wir hier in dem Bereich, und hier oben sind wir noch einmal bei rund 1.000 Euro, nur für den Aufsatz, den man entsprechend oben drauf machen kann. Das heißt also, wir sind beim Unterteil plus Oberteil bei einem Preis von rund 2.500 Euro. Zumindest jetzt aktuell, schau mal ruhig unten in den ehrlichen Preisvergleich, ob der Preis nach unten oder nach oben gegangen ist. Das weiß man ja aktuell nie so genau. Es gibt aber von Gotools momentan ein Sonderangebot, und zwar Unterteil, Oberteil plus 7 Einlagen, also 7 Einlagen, und die sind wirklich nicht günstig, zum Gesamtpreis von 3.000 Euro bzw. 2.999, sodass ihr da schon mal den auch gut bestücken könnt, und habt ihr immer noch jede Menge Platz hier drin. Ich hatte am Anfang gesagt, wir sind mega begeistert über diese Werkstattwägen, und natürlich haben sie ihren Preis. Ich habe mich etwas beschäftigt mit Konkurrenten davon, was bieten sie nicht, und hier ist es so, dass Milwaukee sich da in dem ganz normalen Preissegment einreiht, aber an vielen Stellen die eine oder andere Funktion mehr bietet. Also im Premium-Bereich ist es einfach so, dass wir einige der Funktionen, die wir hier alle zusammen haben, eben nicht haben. Fand ich sehr erstaunlich und relativiert für mich auch nochmal das Thema oder den Preis an sich. Natürlich kauft sich das nur jemand, der sagt, ich möchte absolut so die Oberklasse haben, und sind wir mal ganz ehrlich, das Auge, das ist ja auch ein bisschen mit. Ich bin sehr gespannt über eure Kommentare. Denkt dran, ihr könnt immer noch den 250 Euro Einkaufsgutschein gewinnen. Unten in die Kommentare schreiben, was haltet ihr eigentlich von den Geräten, beziehungsweise welche Einlagen würdet ihr denn reintun, welche Werkzeuge würdet ihr reintun oder wo würdet ihr ihn hinstellen. Ich habe übrigens schon gehört von jemandem, der sich das hier in die Küche stellen möchte. Warum auch nicht? Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Und jetzt ran an den Werkstattwagen und bis zum nächsten Mal.